Es geht wieder los, 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 es geht wieder los. Hallo und ganz herzlich willkommen bei RhinoWorks. Seit meinem letzten Video sind wieder ein paar Wochen vergangen. Ich hatte in der Werkstatt einiges zu tun. Ich habe mich endlich mal um eine vernünftige Absaugverrohrung bemüht. Davon seht ihr vielleicht heute ein bisschen was, wenn wir hier arbeiten. Ins Detail eingehen dazu werde ich dann aber in einem separaten News-Video. Könnt ihr gespannt sein drauf. Was wir heute machen, wir machen uns so ein kleines Brettchen, Servierbrettchen, und zwar in so einer Tropfenform. Wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, habt ihr sowas vielleicht schon mal gesehen. Ich stoße da immer wieder drauf und ich finde, die sehen einfach total geil aus. Und das möchte ich heute auch mal probieren. Bevor wir uns da die schönsten Harthölzer für das Projekt raussuchen, brauchen wir eine Schablone. Und dafür habe ich mir hier im Baumarkt in der Restekiste so ein schönes, dickes Stück MDF rausgesucht. Und damit werden wir uns eine Schablone für das Brett machen. Los geht's! Das Brett, das ich bauen will, hat eine Spitze, die 90 Grad zuläuft. Das haben wir hier mit den Ecken bereits. Ich war immer richtig schlecht in Mathe und Geometrie früher, aber ich glaube, ich bin dahinter gekommen, wie ich mir das Ding hier zurecht konstruieren kann. Und zwar werde ich zu den bestehenden Kanten erstmal eine Hilfslinie anreißen von 5 mm. Das Brett soll einen Durchmesser von etwa 30 cm bekommen. Das heißt, ich werde mir die Tangentenpunkte, sage ich jetzt mal, bei 15 cm hier anzeichnen. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sollte man jetzt diese 15 cm hier nehmen können, um uns einen Mittelpunkt für den Kreis anzuzeichnen. Und dann können wir den Kreis auch schon zeichnen. Et voilà! Nun können wir das aussägen und mit dem Kreisfräszirkel rundfräsen und dann haben wir unsere Schablone bereits. Wunderbar, los geht's! Beim Kreisfräsen muss ich jetzt natürlich tierisch aufpassen, dass ich hier nicht über diese beiden Linien komme, weil das hier wird ja die Spitze von meinem Brett. Für das Fräsen des Kreises habe ich wieder mal ein neues Spielzeug, Spiralnutfräser von Fish Tools, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los. Und ratzfatz ist die Schablone für unser Tropfenbrettchen fertig. Als nächstes geht es an die Holzauswahl. Ich habe mir da im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht. Zwar möchte ich gerne mit diesem dunklen Nogalholz arbeiten, als helleren Kontrast dazu ein bisschen Ahorn und als kleines i-Tüpfelchen dieses schöne Bubinga-Holz. Das hat überall noch ein bisschen Baumkante dran, ist auch sonst ziemlich krumm. Werde ich das erstmal zusägen und auf dicke hobeln. Los geht's!
Dem Ganzen geben wir jetzt eine Nacht lang Zeit auszuhärten und morgen geht es dann weiter. Bis dann. So, dann schauen wir doch mal, ob das geklappt hat. Ich würde sagen, das ist doch ganz ordentlich geworden. Scheint auch ziemlich plan zu sein und ich habe jetzt einmal gemerkt, dass sich das ziemlich lohnt, ein bisschen aufzupassen, dass hier nicht zu viel Leim drauf ist. So habe ich nämlich viel weniger Hobel- und Schleifarbeit vor mir. Als nächstes geht es darum, diese Kontur, diese Schablone aufzulegen und das Ganze mal grob vorzusägen und danach mit dem Bündigfräser schön in Form zu fräsen. Los geht's! Wegen der Form, ich glaube, ich finde das cool, wenn das hier so ein bisschen schräg dann drauf ist. Dass wir oben beim Loch das Bubinga-Holz haben, in der Mitte das Nogal und unten relativ viel von diesem Ahornholz. Ich würde sagen, so passt das etwa. Jetzt ziehe ich das einfach mit dem Bleistift nach, dass ich das nachher grob aussägen kann. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich das dünne Sägeband in die Bandsäge einspanne, aber irgendwie bin ich einfach zu faul dafür. Darum raus mit der Stichsäge. So, die Kontur ist grob vorgesägt. In einem nächsten Schritt geht es darum, die Schablone zu verwenden, um das Ganze schön bündig nachzufräsen. Das hier ist ein normaler Bündigfräser, den sicher viele von euch im Einsatz haben und gut kennen. Hier mit den geraden Schneiden. Ich habe ein neues Spielzeug bekommen von der Firma Fish Tools. Das ist ein Bündigfräser mit Achswinkel. Schauen uns das Ding mal an. Und wenn wir das Ganze vergleichen, sehen wir schon den Unterschied. Hier der herkömmliche Bündigfräser mit den geraden Schneiden und dieser Bündigfräser mit einem Achswinkel. Laut Fish Tools soll das Ganze sehr geeignet sein, um Harthölzer bündig zu fräsen, einfach durch diesen Achswinkel, der zu einer ziehenden Bewegung, zu einer ziehenden Fräsbewegung führen soll. Probieren wir aus. Ich bin gespannt. Los geht's. Also ich würde meinen, der Fräser hat den Test bestanden. Er hat es wirklich wunderbar hingekriegt hier mit dem Bündigfräsen. Wenn euch das Teil interessiert, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Als nächstes versuchen wir die Schablone wieder wegzubekommen. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Klebeband verwendet, aber irgendwie werde ich das hinkriegen. Danach schaue ich, ob ich es dicken hobeln muss oder vielleicht nur schleife. Und die Kanten werden wir noch ein bisschen abrunden und ein Loch müssen wir noch bohren. Los geht's! So, das Ding ist jetzt geschliffen bis 320er Schleifpapier. Anstatt es zu ölen, möchte ich heute mal was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich von einem meiner Instagram-Bros so eine Holzbutter geschenkt bekommen. Die hat er selbst gemacht und die probieren wir heute mal auf diesem Brettchen aus. Der Typ heißt übrigens 3D Hobbyraum auf Instagram. Schaut doch da mal rein, gebt ihm ein Follow. Der macht nämlich echt coole Sachen. Und jetzt geht's los.
So, und damit wäre auch dieses Projekt abgeschlossen. Mein erstes Servierbrettchen in Tropfenform. Das Projekt hat wieder mal richtig Bock gemacht. Ich habe das erste Mal mit so einer Schablone gearbeitet. Dadurch kann ich das jetzt jederzeit wiederherstellen, wenn ich das möchte. Ich durfte auch ein paar neue Werkzeuge von Fish Tools ausprobieren, die richtig super funktioniert haben. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr Interesse habt. Machen echt gutes Zeug. Wenn euch das Projekt gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann überlegt euch doch, meinen Kanal zu abonnieren. Schreibt mir was Nettes unten in die Kommentare und lasst mir einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.